Okay, grüß euch Leute, Mia und Foxl am Start. Heute gibt es ein kleines Unboxing von mir. Ich hoffe, ihr habt heute einen guten Tag gehabt. Meiner war super, kein Problem. Ich zeige euch heute, was ich mir gekauft habe. Nämlich das Stream Deck. Das habe ich mir auch gekauft. Und ich finde das geil. Das Ding ist echt der Hammer. Ein Muss für jeden YouTuber, sage ich einmal. Ne? Wäre wirklich sehr zu empfehlen, es sich zu kaufen. Natürlich, der Preis ist nicht gerade billig. Ich habe gezahlt fast 150 € dafür, also 140 irgendwas. Und ja, ich bin einmal sehr gespannt, was das Teil kann. Es kann einiges, man erspart ziemlich viele Klicks damit, also Mausklicks. Und man ist halt schnell irgendwo drinnen, mit zum Beispiel Internetseiten, YouTube-Seiten, Amazon, Google, was man will. Und man kann auch, was ich so weiß, ich bin mir noch nicht sicher, weil ich erst mich selber noch einfühlen muss in das Ganze, was man da alles steuern kann. Und auf jeden Fall, was ich weiß, kann man sogar Spiele öffnen mit einem Druck. Ich bin mir aber nicht sicher, wie gesagt, das weiß ich nicht. Aber man kann auf jeden Fall Programme öffnen, man kann den Chat starten, man kann den Rekord, also den Livestream starten per Knopfdruck oder auch wieder beenden, also eben stoppen. Also Aufnahmen, man kann Musik abspielen, Töne abspielen, man kann sehr vieles. Man kann sogar den Chat aufrufen, wieder beenden, also es geht sehr viel. Und genau, das weiß ich jetzt noch nicht, weil ich mich erst einarbeiten muss in das Teil. Und ja, ist auf jeden Fall geil. Das ist Stream Deck, wie gesagt, von Elgato. Das ist das Logo von Elgato, das wisst ihr. Einige kennen auch dieses Stream Deck schon von mehreren anderen Videos. Gibt ja genug Videos davon. Was ich weiß, leider nicht so viele in Deutsch. Sehr viel auf Englisch, es ist überhaupt sehr viel auf Englisch. Und ich tue mir überhaupt schwer, ich kann nicht so gut Englisch und ja, aber ich gebe mein Bestes und ja. Auf jeden Fall, ich lese jetzt einmal vor, was da vorne steht. Evolution, you are connect. Fites, das ist Italienisch, okay. Nichts für mich. Gut, und ja, von Elgato wisst ihr schon. Auf der Seite hier, da steht nur so Kleingedrucktes, das ist eigentlich nur, dass das eben 15 Tasten hat, LCD eben, Beleuchtung, dann eben, dass man das kippen kann. Die Kippfunktion ist eben, dass man das da drauflegen kann. Ich finde, es ist zu wenig, aber dazu kommen wir später. Und auf jeden Fall auf der anderen Seite, ja, das ist nur der Code und so. Ja. Das ist nur so, und dann ist auch nichts da mehr, das ist auch noch so. Ja, und da eben noch von Elgato. Ne? Auf jeden Fall, das ist die Rückseite mal. Das ist die Rückseite. Da steht immer auch drauf auf Italienisch wieder oder sowas. Nein, nicht Italienisch, aber ja, ich will jetzt da nicht alles lesen, ist so klein geschrieben. Aber die meisten wissen sie, also Studio Power ist da drauf und Kompatibilität und keine Ahnung. Für Macintosh ist es geeignet, Windows 10 kompatibel. Die Windows 10 64-Bit auf jeden Fall. Geht sicher mit 32-Bit, denke ich einmal auch, bin mir nicht sicher. Aber wenn man streamen tut, ist 32-Bit, glaube ich, sowieso schlecht, also sollte man sowieso unterlassen. Und USB 2.0 Anschluss hat das Teil. Ja, die Größe ist 1,18 x 84 x 21 in Millimeter gerechnet. Und ich schätze mal, ja, das andere kann ich nicht so lesen. Haben es ein bisschen falsch gemacht, aber ist egal. Auf jeden Fall machen wir auf das Teil jetzt mal. Das Ding, schon weg damit. Das die kleine Betriebsanleitung einmal, sage ich dazu. Wie was waren, man weiß eh,
wie das jetzt ausschaut meistens da drinnen. Also nichts Gravierendes, also nur Kleinigkeiten, gerade beschrieben, wie man es halt anschließt und hin und her. So, jetzt kommen wir zu den guten Stück. Auf das habt ihr alle schon gewartet, ich auch. Na gut, das ist hier mal das Stream Deck. Das gute Stück. Das ist das Kabel, ist eh klar. Ich schätze mal ungefähr 1,5 Meter oder Meter. Ich weiß jetzt nicht genau. Kabellänge habe ich es nicht so. Und ja, das ist auf jeden Fall so schräg. Ich finde das okay. Die Schräge ist super, also gibt es nichts. Sogar Gumminoppen hat es drauf, 4 Stück. Also dass es eben nicht rutscht. Ich finde es sehr super. Also, man kann es eben, wie gesagt, jetzt da, eben weil es nicht rutscht, auch am Tisch legen und so verwenden. Und ja, was ich jetzt noch sagen wollte, das ist eben die Halterung. So. Da ist alles in Plastik natürlich, heutzutage leider. Bin nicht davon so begeistert, aber ist so. So tut man das rein. So da mit den Noppen halt da hinten rein. Für die, was da halt sich ein bisschen schwer tun. Viele wissen es ist eh klar. Das ist ja auch Quatsch einfach. Also nicht sehr schwer, sage ich jetzt noch einmal übersetzt. Und auf jeden Fall, ich finde die Schräge, wie man jetzt das Teil da rein setzt, ich finde es generell nicht, ich weiß nicht sehr schräg, will ich einmal sagen. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber ich finde es halt nicht sehr schräg. Weil, wenn man jetzt da, ich zum Beispiel, ich bin eher, meine Tastatur ist zwar Höhe, so ungefähr so, wenn ich sitze. Und dann habe ich oben noch so ein Brett, ja. Und eben, wo der Monitor drauf steht. Und dann ist es bei mir so. Das heißt, wenn ich es dann hinten tue, ist es mir, dann sehe ich die Tasten nicht mehr. Dann ist es vorbei. Und unten, wo die Tastatur ist, habe ich keinen Platz. Da habe ich meine externen Laufwerke. Da habe ich keinen Platz. Aber das ist ja nicht ihr Problem, das ist mein Problem. Aber somit, ich finde es trotzdem ein bisschen blöd, wenn es nicht so schräger ist. Wenn es schräger wäre, wäre es, finde ich, idealer. Aber gut, das ist, wenn man es normal am Tisch hat und so, würde es ausreichen, natürlich. Aber gut, man kann es ja nicht jedem recht machen. Somit ist es auch okay. Super Qualität in dem Sinne. Und der Ständer auch. Ist auch super Qualität und ja. Sehr zu empfehlen, das Teil kann echt viel und Wahnsinn. Echt. Und ja, die kleine Broschüre da, aber die kennt sie von Elgato schon die meisten. Und habe sie schon mal vorgestellt. Da ist eben nichts drinnen, nur Kleingedrucktes wieder mal, nicht? Aber das ist ja nicht nur bei Elgato so, das ist für viele andere benutzerfreundlichen Beschreibungen, ne? Aber gut, ist halt so. Warum das halt so ist, weiß ich nicht. Wenn ich 100 bin, kann ich es nicht mehr lesen, gut, dann interessiert es mich auch nicht mehr, aber sage jetzt dann nur, also, wenn man schlecht sehen tut, ist es schlecht, aber bitte, es ist halt so, man kann es leider nicht ändern. Ja, wenn ich schon dabei bin, mache ich mal das Ding gleich auf. Anschließen tue ich es jetzt nicht, weil dazu habe ich jetzt leider keine Zeit. Aber ich hoffe, ihr habt damit Vergnügen gehabt jetzt mit dem Video und ich konnte euch helfen in irgendeiner Weise. Und wenn nicht, tut es mir leid. Aber auf jeden Fall, ich habe jetzt mein Bestes getan. Das war eigentlich das Unboxing jetzt. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Passt einfach auf und wir hören uns und sehen uns. Mir seid da unten
Und ja, aber ich hole sie euch noch. Ich hole sie euch noch. Komm her, Schatzi. Ja. Ah. Da ist die Mia. Sag hallo. Hallo. Grüß euch. Ah, die Mia ist auch da. Gell? Immer. Bei jedem Unboxing. Bei jedem Unboxing ist die Mia da. So. Ja, na gut, Leute. Jetzt habt ihr die Mia auch gesehen. Der Mia geht sehr gut. Warte, Mia, nicht ins Bild reinrennen. Nein, nicht da. Okay, Leute, ich muss Schluss machen. Demoliert da gerade alles. Ja, genau. Okay, Leute. Dann bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, schönen Tag noch und pfiat euch. Tschüss, Baba. Das geht.